Ja, ihr Lieben, wir kommen zum Thema Leben. Was möchte das Leben uns für eine Botschaft mitgeben? Seht ihr, jetzt fange ich hinten an. Jetzt hätte ich wahrscheinlich vorne anfangen können, die Karte zu suchen. Und wir schauen mal fürs Kollektiv, was das Leben uns für einen Impuls mitgibt. Ja, das Leben sagt uns hier was sehr Zentrales. Es geht um Konflikte. Es geht um Konflikte aus der Vergangenheit. Es geht um Mangelsituationen in der Vergangenheit. Es geht um Unklarheiten aus der Vergangenheit, die hier irgendwie noch Einfluss nehmen. Und da die in der Vergangenheit liegen, dürfen wir uns ruhig weniger selbst kasteien und die dann da auch mal lassen. Ja, das ist sehr interessant, was ich bisher habe. Ich sage es euch einfach mal schon durch. Eigentlich ist es so, dass man sich genährt fühlen soll. Mit Fülle anstatt Mangel. Ja? Mit finanzieller Ausgewogenheit. Mit Harmonie, mit Frieden. Möglicherweise, wirklich möglicherweise haben wir hier diese Situation, wo jemand oder wo wir denken, wir kommen nicht ans Ziel. Immer wenn wir kurz davor sind zuzuschnappen, zieht man uns das Ding wieder weg und es entsteht eine Situation. Wir haben die Mäuse hier auf der ersten Karte, wo man denkt, ich bin wieder mal am Ziel vorbeigeschrammt oder es hat einfach nicht gereicht. Ich war nicht gut genug. Ich habe mir nicht genug Mühe gegeben, ich werde vom Leben benachteiligt. Also so diesen Streit, den man an sich mit dem Leben hat, diese Schwierigkeit auch immer nicht sich diesen Glaubenssätzen hinzugeben, liegt hier ganz schön. Also hier darf deine Seele auch wieder irgendeinen Kampf beenden, einen Konflikt in dir, den du mit dem Leben hast, mit deinem Speziellen. Ne? Kann hier auch natürlich sein, dass das so ein Familienthema ist. Wir haben die Lilien dabei. Das Leben ist hier auch nicht nur Arbeit, ja, sondern das ist hier auch so, dass es dich erfüllen soll, dass es dir Harmonie gibt. Ich sage gleich noch mehr, wenn ich die letzte Karte noch habe. Es haben sich hier zwei umgedreht. Es kommen hier tatsächlich sehr viele Themen mit, ne? Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden zwischen Ausruhen und Arbeiten. Es geht darum, das Leben nicht immer nur als Arbeitsplatz zu sehen, an dem man leisten muss und abgeben. Es geht darum, entsprechende Veränderungen vorzunehmen, die Stagnation ausgelöst haben im beruflichen, finanziellen, persönlichen Bereich und auch in der Liebe. Und was ich jetzt sehr speziell finde, viele von uns haben kein Liebesthema, ja, das weiß ich. Deshalb mache ich auch keine Legungen speziell zu dem Thema, weil es sowieso im Kollektiv recht schwierig ist, die Energie aufzufangen von zwei Personen unterschiedlicher Art. Und trotz allem haben wir hier tatsächlich die Liebe liegen. Das Verborgene, was unser Herz so, ja, im Verborgenen rumort es rum und hindert uns irgendwie, uns neue Türen zu öffnen.
vielleicht auch unausgesprochene Dinge, die uns belasten, Sachen, die wir nicht geklärt haben. Und die haben sich hier schon ihren Platz gemacht und manifestiert und die bringen uns hier keinen Fatz weiter, unser Herz zu öffnen oder irgendwelchen Kummer, den wir hier haben, wegzulassen. Auch sehr schön, es geht mal wieder nur um uns, um unsere Emotionen, um unsere Sensitivität. Hier ist es so, dass das Leben dir eigentlich sagt, vergrabe dich nicht, vergrabe nicht dein Herz, mache Umbrüche, beende Dinge, die dir nicht gut tun. Die sieht man von den Themen her tatsächlich: Familie, Liebe, Beruf, Geld, Vitalität, eigentlich wieder alles. Ne? Es geht darum, so ein Gebilde zu erschaffen, wo das Herz erfüllt ist, wo es aufblühen kann, wo es Klarheit hat, wo es sich stabil fühlt und nicht belastet. Hier gilt es auch daran zu gucken, empfinde ich vielleicht mein Leben auch immer nur als Arbeit. Ich muss an dem arbeiten, an dies und jenem. Ne? Und vergesse dabei, dass es eben auch das Sein gibt, das pure Sein. So, die Eule hat sich hier umgedreht. Um was geht es jetzt im Leben? Es geht um eine Art Einweihung. Okay, und die Eule sagt hier, dass in der Dunkelheit das Licht geboren wird und sie fordert dich auch, die Augen zu öffnen irgendwo, ne? Genau hinzugucken, nichts im Verborgenen zu halten, also oder so gedeckelt, dass man es gar nicht wahrnehmen möchte. Denn hier kommt Lösung und Befreiung und tatsächlich wartet ein Geheimnis darauf, von uns entdeckt zu werden. Und dieses Geheimnis hat Ideen für eine freie, glückliche Zukunft. Möglicherweise haben viele diesen Punkt satt, wo es darum geht, gleiche Erfahrung, andere Person. Ne? Also Szenenwechsel, das ist so zum Beispiel, wie wenn ihr in der Pflege euer Team wechselt, habt ihr zwar neue Personen, aber die Charaktere, die darum sind, das sind immer die gleichen mit anderen Köpfen sozusagen. Und um das geht es ein bisschen, dass da zwar viel probiert wird und rumgewechselt wird, aber dass man am Ende immer wieder ins gleiche Szenario hinein gerufen wird. Und man fragt sich, so kann dieser Kreislauf jetzt auch nicht mal aufhören. Anstatt dass sich nur die Besetzung ändert, könnte sich vielleicht das ganze Resonanzgebiet mal ändern. Und es geht darum, dass man Lösungen findet, dass man sich auf die Reise macht und dass man auch auf Überraschungen gefasst ist. Ja? Es hat viel mit Schattenarbeit zu tun, mit dem Unterbewusstsein, mit dem Keller der Seele. Und es geht darum, welches wahre Potenzial da auch noch nicht gefunden wird. Ja. Es geht einfach darum zu erkennen, welche Kreisläufe habe ich noch, warum sind die noch da und wo fehlt mir das bisschen, für das ich mal wieder brenne, wo ich aus meinem Herz keine Grube mache, wo ich nicht wechsle und wechsle, beende, neu anfange und immer wieder die gleichen Szenarien habe. Das kostet ja auch immens Kraft. Und hier kommt der nächste Entwicklungsschritt. Nach vorne zu treten auch, sich zu zeigen und die Umstände jetzt auch in die Veränderung zu bringen. Genial eigentlich, ne? Okay, was sagen die Vögel? Wir haben die Drossel. Ich bringe dir Lebensfreude, Musik und Klang. Das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit sind dir gewiss. Deine Talente rücken jetzt verstärkt in den Mittelpunkt. Deine Potenziale wollen stärker genutzt werden. Da geht es nicht um einen Kompromiss. Ne? Ich wechsle die Stelle und komme am gleichen Punkt wieder raus. Sondern es geht darum, etwas zu nutzen, das sich noch nicht offenbart hat. Für viele von uns kann sich hier auch eine neue Liebe ankündigen.
liegt auf jeden Fall so da. Oder im Bereich der Liebe eben ein Umbruch stattfinden, in dem man sich wohler fühlt und einen alten Kampf beenden kann. Ihr Lieben, ich drücke euch bis bald.